Ja, also das ist tatsächlich ja oft so, dass IT zum Beispiel seine ganz eigene Sprache hat. Die sagen dann, ja, man braucht so und so viel Speicher und so viele LDAP-Server und so weiter und das Management versteht gerade gar nichts. Oder umgekehrt, das Management sagt, ja, wir wollen die und die strategischen Ziele erreichen und so weiter und so fort. Und die IT fragt sich ja, was soll ich denn jetzt konkret machen? Und das sind natürlich auch Sachen, in denen sozusagen tatsächlich IT und Management manchmal aneinander vorbeireden oder was wir auch erfahren haben, dass manchmal auch verschiedene Abteilungen, Fachabteilungen des gleichen Unternehmens aneinander vorbeireden. Also zum Beispiel, wenn es eine komplizierte Produktstruktur in einem Unternehmen gibt und die eine Abteilung mehr auf die Verkaufsprodukte achtet, also zum Beispiel bestimmte Pakete oder Bündel, währenddessen die andere Abteilung die anderen Produkte beschreibt, also die in ein Paket gebündelt werden zum Beispiel, dann sagt jede Abteilung Produkt und meint aber was ganz Unterschiedliches eigentlich damit. Und wie kann man jetzt eigentlich schaffen, dass eine gute Kommunikation wiederhergestellt wird? Und um eine gute Kommunikation wiederherzustellen, braucht man eine Sprache, eine gemeinsame Sprache. Und diese gemeinsame Sprache, die bietet die Geschäftsprozessmodellierung, in diesem Fall mit Hilfe von BPMN, Business Process Model of Notation. Und so eine gemeinsame Sprache hilft, genauso präzise zu sein und genauso die betriebswirtschaftlichen Sachverhalte abzubilden, dass man eine gemeinsame Kommunikationsgrundlage hat. Und das haben wir auch schon in mehreren Projekten so umgesetzt. Und tatsächlich wurde ja dann auch am Ende bestätigt, ja, jetzt haben wir endlich wieder die Gelegenheit oder die Möglichkeit, sinnvoll miteinander zu kommunizieren zwischen den verschiedenen Abteilungen, dadurch den Kommunikationsfluss zu verbessern und miteinander weiterzuarbeiten. Das kann man sich so ungefähr vorstellen, wie mit so einer Landkarte. So eine Landkarte ist ja auch letzten Endes ein Kommunikationsmittel. Also wenn ich jetzt irgendwo bin, hier auf der Halbinsel, und ich nicht weiß, wohin will ich oder welche Sehenswürdigkeiten will ich eigentlich anschauen und so weiter, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, wenn ich so eine Landkarte habe und gemeinsam drauf schauen kann und gucken kann, okay, wo gibt es jetzt hier Straßen, wo kann ich lang? Und noch zusätzlich, wenn man dann noch sieht, dann kann man auch noch kleine Kommentare reinschreiben, zum Beispiel hier, welche Sehenswürdigkeiten man sich denn jetzt eigentlich anschauen möchte. Also ein paar Sehenswürdigkeiten sind ja schon eingezeichnet. Ja, da hinten wird es gerade lustig, aber ich versuche mal, es mit lautem Reden zu übertönen. Ein paar Sehenswürdigkeiten sind ja schon eingezeichnet, also modelliert. Aber dann gibt es auch noch die zusätzlichen Kommentare und genauso gibt es das auch im Signavio-Tool. Da kann man dann an das Geschäftsprozessmodell dann auch noch die Kommentare ranschreiben, was man jetzt eigentlich speziell bei der eigenen Firma oder im eigenen Projekt noch haben möchte. Also das bedeutet, auch wenn man Standardbausteine wiederverwendet, wie so eine Standardlandkarte, kann man die immer noch individualisieren, indem man noch eigene Kommentare dazu macht und so eine gemeinsame Kommunikationsgrundlage schafft, um sich in dem vor einem liegenden digitalen Transformationsprojekt viel besser zurechtzufinden. Von daher finde ich das ein ganz gutes Beispiel und ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, um sich besser vorstellen zu können, wie eine solche Prozessmodellierung letztendlich die gemeinsame Kommunikation im Unternehmen sehr stark fördert, die IT, das Management besser versteht oder die Fachabteilungen untereinander sich besser verstehen und somit dann miteinander besser kommunizieren können. Ja, wenn Sie sich darüber noch ein bisschen genauer informieren möchten, dann treffen Sie uns bei events.adapro.eu. Link unten in der Beschreibung. Wir freuen uns auf Sie.